Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Herzlich willkommen zu unserer erneuten Visite-Sendung und auch herzlichen Dank für all Ihre Fragen. Und ich dürfte jetzt aus dieser Fülle wieder die ein oder andere auswählen. Und das ist mir aufgefallen, ein Herr, Jahrgang 1956, der erkrankt ist an einer Herpesenzephalitis. Das heißt, einer Gehirnentzündung auf der Basis von Herpesviren. Und vielleicht ist es interessant, mal überhaupt über das Thema Viren in dem Moment zu sprechen, um auch zu verstehen, was eine Entzündlichkeit auf viraler Basis dann uns signalisieren muss, beziehungsweise wie man sie behandelt. Und dieser Patient ist behandelt worden natürlich durch Antivirostatika in der Kombination mit Hochdosis Antibiotika, obwohl Antibiotika bitte sich immer gegen Bakterien richten und niemals gegen Viren, hat nun mir diese Unterlagen zugesendet, wie ich diesen Fall einschätze. Und ich möchte Ihnen mal erklären, wie wir als Menschen auch durch Viren belastet sind. Die gehören zu uns wie Jesus zu Maria. Also Viren sind schon mit der Evolution Bestandteil auch des menschlichen Lebens und des Lebens der Säugetiere. Es sind intrazelluläre Proteinkomplexe, die dort erst im Rahmen der Darstellung des Elektronenmikroskopes Anfang des 20. Jahrhunderts sichtbar gemacht worden, um dann ihnen einen Namen zu geben. Bakterien konnte man schon im 19. Jahrhundert nachweisen und man hat gar keinen Namen gewusst, also hat man ihm den Namen Virus, das ist ein Toxin, gegeben, intrazellulär. Dort sind die Viren Bestandteil der Zelle und es ist immer eine notwendige Voraussetzung gegeben, die diese Viren in eine Reaktivität bringt, die dann natürlich die Zelle in ihrem Zellstoffwechsel stört und auch eine Entzündung provoziert. Wenn wir als Kinder eine Windpockenimpfung durchmachen, dann ist diese Windpockenimpfung, wollte ich gerade sagen, die Windpockenerkrankung eine Kinderkrankheit. Und wir sind sehr, sehr, sehr interessiert, wir Ärzte, dass wenn ein Kind zu Hause Windpocken hat, dass dann das andere auch mit in die Nähe schlupft, ins Bett, dass diese Geschwisterchen beide die Windpocken durchmachen. Das sind so Grenzwerterfahrungen von Kindern oder besser gesagt, sie durchdringen jetzt auch Lebensgrenzen. Sie sind Kind und sie müssen auch durch eine Windpockenerkrankung, werden sie ziemlich gefordert. Das juckt, das brennt, je nachdem wie generalisiert diese Windpocken sind, nehmen diese Kinder im Rahmen dieser Kindererkrankung einen ziemlichen Entwicklungsschub. Und Sie müssen mal darauf auch achten. Auf einmal gehen die Kleinen aufs Töpfchen, auf einmal plappern sie los. Das sind unglaubliche Prozesse, die im Rahmen so einer Kindererkrankung positiv geschehen. Diese Windpockenviren gehen dann in ihre Inaktivität zurück. Der Körper hat gelernt, Antikörper zu entwickeln, nicht Antikörper zu entwickeln, die können wir auch nachweisen und ist dann bei jeglicher Reaktivierung sofort da und kann diese Sekundär-Windpockenerkrankung sofort unbemerkt behandeln. Die Windpockenviren haben ihre Affinität zum Rückenmark und dort sind sie ruhig und warm und schlafen. Und wenn unser Leben in einer guten Balance führt, haben wir eigentlich mit dem gar kein Thema mehr. Aber wann immer wir
einen Sekundärschlag erfahren. Das heißt, jetzt geht es an unsere Immunleistung. Und das kann zum Beispiel sein, wenn Sie in einen chronischen Zinkmangel kommen, dann haben Sie immer weniger die Möglichkeit, eine intrazelluläre Belastung wirklich inaktiv zu realisieren. Wenn Sie ein Schockerlebnis erfahren, fahren Sie automatisch Ihre Immunleistung auf den Nullpunkt. Wenn Sie einen Autounfall haben, wenn Sie eine schwere Zeit Ihres Lebens durchleben, Zustand nach einem Verlust eines Kindes oder wie auch immer, immer wenn Immunleistung sinkt, kann die Wahrscheinlichkeit einer viralen Reaktivierung ansteigen. Die Sekundärerkrankung dieser Windpockenerkrankung heißt aber nicht Windpocken, sondern dann Gürtelrose. Und immer da, wo die Windpockenviren genächtigt haben, entsteht dann die Ausbreitung. Wenn die Windpockenviren, also die Varicella zoster heißen sie jetzt, wirklich dramatisch aus der Haut rauskommen, ist das immer gut. Das heißt, es braucht dann natürlich auch eine lokale Abdeckung. Das können Sie sehr schön mit Zink oder mit Babypuder machen oder auch einfach mit Mehl. Aber ansonsten ist das eine gute Geschichte, wenn das rauskommt. Wenn das nicht rauskommen kann, dann haben Sie aber gürtelartige, dramatische Nervenschmerzen. Und eine der dramatischsten auch Folgeerkrankungen ist eigentlich immer so die Post-Zoster-Neuralgie. Das heißt, die Entzündlichkeit dieses Nerven danach. Ich muss Ihnen das auch sagen, die Sie jetzt diese Herpes-Zoster-Enzephalitis hatten, weil man hat nur reagiert gegen ein Virus. Das heißt, damit hat man eine Attacke auf das Virus gegeben, aber das ist nicht die Ursache. Die Ursache muss in einer Belastung liegen, um die Sie nicht wissen und die auch nicht untersucht ist, wenn ich diese Unterlagen anschaue. Als ich junge Ärztin war und den ersten Patienten hatte mit Gürtelrose, habe ich ihm ein Antivirostatikum gegeben. So habe ich es gelernt. Ich habe es 2 Tage gegeben, dann kam der Patient vor Nebenwirkung, konnte er es nicht mehr nehmen. Das war mein erstes und das letztes Medikament. Ich habe mich seitdem beschäftigt, warum kann das überhaupt entstehen und was braucht es jetzt? Und das Erste ist wirklich zu klären, was ist geschehen. Denn wenn nichts geschehen ist, dann ist es auf der anderen Ebene eine Schwäche, die entstanden ist. Und die muss man wirklich beim Namen nennen. Man kann es am besten, wenn man einen Immunstatus macht. Da sieht man genau, welche Immunfraktionen hier nicht optimal arbeiten. Das andere ist, dass zum Beispiel die Viren jetzt in eine Reaktivierung geführt werden, die können sich gar nicht mehr weiter vermehren, wenn sie L-Lysin, eine wertvolle Aminosäure, zu sich nehmen, die das verhindert. Gehen Sie da ruhig bei 500 Milligramm hoch auf 2000 Milligramm vorübergehend, wenn diese reaktivierte Herpeserkrankung da ist. Das andere ist hochdosiert Vitamin C. Sie können Vitamin C bitte gepuffert, langsam abgebend. Das ist das CTB in Deutschland. Es gibt auch andere Depotpräparate international. Können Sie einnehmen, 3-mal am Tag 500 Milligramm, das sind 1500. Aber alles andere macht keinen Sinn, weil es wird dann ausgeschieden. Sie können aber sehr gerne auch sich 7 Gramm Vitamin C infundieren lassen. Das wäre im Rahmen jetzt einer Herpeserkrankung die wertvollste Maßnahme, auch gern 15 Gramm. Wenn Sie höher gehen, müssen Sie die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase bitte messen lassen, weil wenn Sie mit den Vitamin C-Dosen höher gehen, kann es Nierensteine bewirken. Und wenn Sie eine gute, kraftvolle Enzym haben, dann brauchen Sie da gar keine Sorgen haben. Wir infundieren bis 80 Gramm, bis manchmal 90 Gramm bei Tumorpatienten. Das ist ganz wichtig, dass Sie dran denken, Herpesviren bringt man in die Inaktivität durch Zink. Durch Zink, und Zink sehe ich fast zu 30, 40, 50 und mehr Prozent unserer Patienten haben einen Zinkmangel. Testen Sie gerne das Zink als Laborwert im Vollblut.
Und dann können Sie Zink kaufen mit 15 Milligramm und entsprechend der Niedrigkeit dieses Wertes und auch im Wissen, dass nur wieder 30% vom Darm resorbiert werden, nehmen Sie Zink zu sich, und zwar wirklich 30, 45 oder 60 Milligramm. Manchmal müssen es vorübergehend auch 100 sein, aber das braucht dieser Prozess, sonst können Sie die Viren nicht in die Inaktivität wieder führen. Herpesviren gehören zu unserem Leben, das sind aber Viren und teilweise auch wirklich Hautviren. Die können auch neurologische Nerven entzünden. Die Viren müssen in die Inaktivität wieder geführt werden. Sie können sie nicht vernichten. Das ist also gar keine Frage, weil sie leben ja mit uns in einer Symbiose und sie haben auch über Millionen Jahren unser Immunsystem so gefordert, dass diese Schutzengel-Immunsystem uns als Menschen auch so wahnsinnig vor allem eigentlich bewahren können. Es ist immer nur dann ein Problem, wenn ihre Kompetenz geschwächt wird und wenn ihre Belastung überfordert wird. Und eine vierte therapeutische wertvolle Maßnahme ist, es gibt in Belgien die Firma Labolife, die stellen Medikamente her oder Nahrungsergänzungsmittel, die nicht homöopathisch sind, aber eine homöopathische Dosis haben und die ganzen Immunfraktionen in sich tragen. Da wäre das 2L-Herb für die Herpes-Simplex-Viren oder 2L-Zona für die Herpes-Zoster-Viren. Das ist aber eine extra Ausbildung von Ärzten, die müssen der Mikroimmuntherapie auch fähig sein. Und Sie können über die Gesellschaft für Mikroimmuntherapie sehr gerne erfragen, wo in Ihrer Nähe ein Mikroimmuntherapeut ist und damit auch einen immunologischen Trainingsprozess jetzt neu für Ihr Immunsystem starten, dass es morgen einer viralen, sich entwickelnden, reaktivierten Herpesbelastung besser standhält oder es kommt gar nicht mehr dazu. Aber was ganz wichtig ist, auch für Sie alle, dass bei einer viralen Besorgnis immer hochdosiert Vitamin C, Zink und L-Lysin in dieser Trilogie die Basis sind, in Kombination natürlich mit Vitamin D. Also wer zu einer Herpesvirus reaktiviert, kann nicht in seinem Vitamin D-Wert im Gleichgewicht sein. Auch das bitte ich Sie vor dem Winter zu kontrollieren und eine sehr gute Ausstattung mit Vitamin D einzunehmen täglich mit Öligen auf der Basis von Öl. Aber ich erlebe kaum einen Menschen, der unter 4000 Einheiten pro Tag in der Kombination mit 100 Milligramm Vitamin K da richtig gut sonst durch den Winter kommt. Vitamin D steuert 100.000 Immunreaktionen und unterschätzen Sie das nicht. Es ist das wichtigste Hormon für jede Zellgesundheit und davon haben wir 600 Billionen. Das möchte ich eigentlich zu diesem Krankheitsbild sagen, dieser Herpesenzephalitis. Da ist schon medizinisch sowohl symptomatisch ganz viel gemacht, aber das setzt jetzt Sie wirklich, das muss alle Alarmglocken läuten lassen, auch nach den Ursachen zu schauen, wie es in Richtung dieser Reaktivierung überhaupt kommen konnte. Und das kann nochmal vielleicht auch ein Thema sein. Aber Sie werden auch merken, wenn ein biologischer Arzt berät, sind es eigentlich immer elementare Dinge, die zur Krankheit führen. Und natürlich kann man daran niemals vorbeigehen und muss das Menschen bewusst machen, dass eine Erkrankung, es ist wie im Theater der zweite Akt, dass eine Erkrankung immer der erste war. Das heißt, jede Entzündung, jede Entgleisung, ist immer erst dann, wenn der Körper die Kraft verloren hat, hier entsprechend zu regulieren. Und wenn man sich die Zeit nimmt, wenn es einem wichtig ist, wenn man auch die Ursachen verstehen will, dann bedarf es jetzt an diesem Punkt nochmal wirklich Fragen
zu stellen und auch Antworten zu finden, damit sich so etwas nicht wiederholt, beziehungsweise man auch vor ganz anderen Dingen dann letztendlich gewappnet ist. Und dafür sind wir ausgestattet. Also diesem Immunsystem dürfen Sie wirklich vertrauen. Ich darf noch im Rahmen dieser Visitesendung eine andere Frage beantworten. Und das ist die Frage eines Ehepaares aus der Sorge, dass der Ehemann einen leichten Tremor hat der Hand. Nun muss ich Ihnen sagen, wenn man Tremor hört, dann hört man sehr schnell auch idiopathischer Tremor, steht dann in der Diagnose. Man würde sich vielleicht aufgrund der Nicht-Komplexität des Krankheitsbildes Parkinson noch zurückhalten mit der Diagnosestellung, aber in der Beobachtung und des Verlaufes sehe ich sehr, sehr viele Patienten, die in eine neurodegenerative Erkrankung tendieren und natürlich schon lange vorher Dinge beobachten, auch unter anderem ein Tremor, der vielleicht nie auch sich dahin tendiert, sondern Zeichen ist einer ganz anderen Störung. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man eigentlich diesen Tremor, dieses leise Zittern, ob nun kleinschlägig oder größer, auch einseitig verifiziert, dass man dann natürlich eine Diagnostik startet, die es einem ermöglicht, dem Körper auf dieser Ebene zu helfen. Das ist natürlich das Erste, dass man genauso hier ausschließen muss, dass der Patient eine offene Blut-Hirn-Schranke hat. Und eine offene Blut-Hirn-Schranke würde bedeuten, dass sämtliche toxische Last auch das Gehirn erreicht und natürlich damit auch neurotoxisch wirkt auf die Areale, die zum Beispiel Dopamin produzieren. Das ist der Neurotransmitter, der mitverantwortlich sein kann für einen Tremor. Das ist ein Wert, das ist das S100, den kann man untersuchen lassen und hat damit indirekt einen Hinweis auf die offene Blut-Hirn-Schranke. Das andere ist, dass man auch ein Leaky Gut ausschließen muss, weil das Permeabilitätssyndrom des Darmes, das vielleicht diese Erkrankung lange vorausging, unbemerkt, sorgt auch für Inflammationsprozesse an der Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, über den Nervus vagus, über die Leitschiene, Darm und Gehirn transferieren Sie Entzündung nach oben. Und bitte lassen Sie das dringend untersuchen, inwieweit der Darm in einer guten Gesundheit ist. Ich kenne keinen Tumorpatienten, kein Parkinson, kein MS, keinen Rheumapatienten, der eine sehr ausgewogene, gute, kraftvolle und intakte Darmfunktion hat. Und all diese Menschen kommen nicht mit einem Darmproblem, sondern sie können darüber eigentlich recht locker sprechen, indem sie sagen, nein, diese biologische Uhr tickt und trotzdem trifft man dann auf Dinge, die Voraussetzung waren, dass der Körper überfordert wurde, die Leber überfordert wurde und langsam sich diese Neurodegeneration entstanden hat. Das ist ganz wichtig, dass Sie das ausschließen. Ein Stuhltest, es gibt verschiedene Labore in Deutschland, die machen Ihnen einen großen Stuhltest und bestimmen unter anderem auch das Kalprotektin, das sekretorische IgA für die Leistung der Immunbarriere, das Alpha-Antitrypsin für die Entzündlichkeit und auch das Zonulin. Das sind entscheidende Befunde, die Sie hier wissen müssen. Das Zweite ist, dass auch der Gedanke sein muss, eine Überforderung der Leber mit Kupfer, das ist der sogenannte Morbus Wilson, kann ein Parkinson-ähnliches Problem bereiten mit Tremor. Und lassen Sie den Bedarf bzw. den Spiegel von Kupfer dringend bitte bei Ihrem Mann dann auch messen. Ebenso lassen Sie messen die Entgiftungskapazität der Leber, denn hierauf kommt es an. Also ohne die Kofaktoren für eine gute Entgiftung, ohne ausreichend Glutathion, ohne ausreichend essentielle Aminosäuren, ohne ausreichend die
Entgiftungsenzyme können Sie hier nicht erwarten, dass Ihr Mann vielleicht einer Belastung weniger lange standhält als Sie. Und das sind entscheidende Dinge, die dann durch einen Schwermetalltest auch wirklich ans Licht kommen, ob hier Neurotoxine im Spiel sind, die diesen Tremor unterhalten. Was wir schon erlebt haben, ist auch, und da gehe ich zurück auf die Arbeiten von Hanna Blahowa, das ist eine große Parasitologin in der Slowakei, die hat also immer wieder auch den Wert drauf gelegt, auf Parasiten zu schauen, Parasiten in Form von auch Echinococcus-Zysten, Parasiten, die sich abkapseln und dann Bereich im Segment der Wirbelsäule lokalisieren, die zum Beispiel den rechten Arm nur versorgen und dann einen kleinen bis grobschlägigen Tremor auslösen. Und sie hat nochmal meinen Fokus und meinen Blick auch darauf getrimmt, diese Dinge nicht zu übersehen. Das kann dann, wenn es nur den linken Arm oder nur das rechte Bein betrifft, an anderer Stelle sein. Aber auch die parasitären Belastungen. Und jetzt muss man natürlich so einem Menschen auch mehr wissen. Waren Sie im Ausland? Sind Sie Sushi-Esser? Leben Sie mit Hund und Katz? Das ist alles so wichtig und man kann eigentlich eine parasitäre Belastung kaum im Stuhl nachweisen. Das sind Untersuchungen 3 Tage hintereinander, eine Stuhlprobe. Und in dem Moment, wo sie 3-mal negativ sind, ist die Parasitendiagnose vom Tisch. Nein, das ist nicht wahr. Also Parasiten sprechen die Sprache der Neurotransmitter. Das heißt, Parasiten können sich in diese Prozesse unglaublich einschwingen, involvieren und auch diese Prozesse unterhalten. Und die Diagnostik erfolgt bei uns über eine Salvia-Maschine, das ist ein Bioresonanzgerät, aber auch Elektroakupunktur kann das sehr gut ausschließen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier, der Tatsache nachzugehen, warum dieser Tremor sich unterhält. Ja, das andere sind natürlich auch große Fragen, inwieweit gab es vielleicht in der Vergangenheit einen Halswirbelsäulentrauma, gerade Schleudertraumen. Das ist ja dann oft, der Kopf wird aus seiner Grundstellung gerissen. Und das ist nicht ein Gummi, der sich dann wieder einschaukelt, sondern das sind Instabilitäten, die können jetzt das ganze Leben vorhalten. Das Problem ist, dass durch diese zervikale Reizung die Zirkulation als auch die neurogene, also die nervliche Verbindung zwischen Kopf und Körper natürlich irritiert eingeschränkt werden kann. Und auch das ist anzusehen. Man misst hier den sogenannten nitrosativen Stress über den Urin und kann damit indirekt eine Aussage haben, inwieweit hier ein sogenanntes nitrosatives Stressproblem vorliegt, was natürlich dann auch auf zellulärer Ebene Auswirkungen hat. Der Bodo Kuklinski aus Rostock hat über gerade Mitochondriopathien ein ganz großartiges Buch geschrieben. Und er hat allein oder Halswirbelsäulen-Syndrom ebenfalls, aber er hat allein der Entstehung von, ich glaube, das sind in dem Buch 6 Seiten, diverse Symptome gewidmet oder Erkrankungen, die aus Grund dieser Tatsache überhaupt erst auf zellulärer Ebene oder Organebene entstanden sind. Und auch das muss man hier abklären und nicht ein CT zum Beispiel im Liegen, sondern auch im Sitzen, damit man einfach sieht, was passiert im Alltag. Ist die Kommunikation in der Richtung noch 100% gegeben? Das sind alles Gedanken, die natürlich notwendig sind, wirklich abzuklären, um dann auch die Schritte nach und nach anzugehen, die es braucht. Und deshalb bitte nochmal zusammenfassend, lassen Sie den Darm gründlich untersuchen und dabei bitte nicht hineinschauen, weil dieses Hineinschauen, das menschliche Auge kann das gar nicht wahrnehmen. Hier geht es um funktionelle Prozesse, die Sie aus einer Stuhlprobe analysieren. Das ist der große Stuhlcheck.
Und dann können Sie ganz schnell auf 10 Fragen 10 Antworten bekommen. Die toxische Frage muss abgeklärt werden. Die Halsinstabilität oder Stabilität muss abgefragt werden. Die virale Reaktivierung, Inaktivierung, die funktionelle Entgiftungskapazität der Leber. Und ich habe zum Schluss vergessen, keine ganzheitliche Diagnostik ohne ein Zahn-OPT, eine Panoramaaufnahme der Zähne, weil 70 bis 80% aller Erkrankungen erstmal hier auch mit ihre Ursache finden. Und das braucht bitte einen ganzheitlichen Zahnarzt, der weit über diese Ebene hinaus denkt und auch im Rahmen eines Tremors ganz sicher schnell einen Bezug finden kann, welche Fernreaktion sich aufgrund einer Zahninstabilität, aber auch sogenannte Nikos, Entzündungsherde, tote Zähne, impaktierte Weisheitszähne und vieles, vieles mehr wirklich verantwortungsvoll jetzt in seine Hände nehmen muss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon jetzt auf den kommenden Sonntag. Alles Gute! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank!